Krieg. Krieg bleibt immer gleich. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end, no safety or surprise. The end, I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free? Desperately in need of some stranger's hand in a desperate land. (2026) KI schreibt Code. KI diagnostiziert Krankheiten. KI führt Gespräche, die sich von echten Menschen kaum unterscheiden lassen. Und während Experten, Ethiker und Politiker noch diskutieren, wo die Grenze zwischen Maschine und Mensch liegt, gibt es eine Gruppe, die sich denkt: Wir kennen diese Frage, wir haben sie schon vor Jahren durchgespielt. Willkommen bei Gamer wussten es schon längst. Heute geht es um die Fallout-Serie und im Besonderen um Fallout 4. Ein Spiel, das 2015 erschienen ist und eine Welt entwirft, in der synthetische Menschen ununterscheidbar von echten sind. In der eine KI-Organisation die Gesellschaft im Verborgenen kontrolliert. In der die zentrale philosophische Frage lautet: Wenn eine Maschine fühlt, denkt und leidet, ist sie dann noch eine Maschine? Diese Frage stellt sich 2026 nicht mehr nur im Spiel. Beim letzten Staatsempfang lief der Roboter direkt neben der First Lady. Fallout spielt in einer alternativen Zeitlinie. In den 1950ern verzweigte sich die Geschichte. Die Welt blieb in einem permanenten Retrofuturismus gefangen. Atomkraft, chromblitzende Autos, Big Band Musik, während die Technologie rasant weiterentwickelt wurde. Das Ergebnis? Ein Atomkrieg, 2 Stunden. Und danach das Wasteland. Fallout 1 und 2 erschienen in den späten 90ern und etablierten diese Welt. Postapokalyptische Ödnis, rivalisierende Fraktionen und immer wieder die Frage, was vom Menschsein übrig bleibt, wenn die Zivilisation kollabiert. Aber die KI-Thematik war da noch beiläufig. Fallout 3 2008 brachte dann eine entscheidende Figur, Liberty Prime. Ein riesiger Kriegsroboter, der blind einer Ideologie folgt und dabei massenweise tötet. Ein Kommentar auf blinde Systemtreue in KI-Systemen,
verkleidet als Action-Setpiece. Fallout New Vegas 2010. Oft als Bestes der Reihe bezeichnet, führt mit Mr. House eine der faszinierendsten KI-Figuren ein. Ein Mensch, der seinen Körper aufgab und in einem Mainframe weiterlebt. Seit Jahrhunderten. Rational, kalt, pragmatisch. Er optimiert. Immer. Koste es, was es wolle. Das klingt vertraut, oder? Optimierung über alles. Der Mensch als Ressource. Und das Jahr war 2010. Dann 2015. Fallout 4. Bethesda setzt die Action nach Boston, ins sogenannte Commonwealth. Und hier explodiert die KI-Thematik. Nicht als Randnotiz, nicht als Sci-Fi-Gimmick, als zentraler Kern des gesamten Spiels. Das Institut, eine geheime Wissenschaftsorganisation unter Boston, hat über Generationen 3 Typen synthetischer Menschen entwickelt. Generation 1. Metallskelette. Klar erkennbar als Maschinen. Das ist noch Science-Fiction der 1950er. Generation 2. Humanoider. Mit Kunsthaut überzogen. Schon beunruhigender. Generation 3. Der Durchbruch. Vollständig biologisch. Organisches Gewebe, Blut, Knochen. Ein Gen-3-Synth ist von einem echten Menschen äußerlich nicht zu unterscheiden. Und auch im Gehirnscan kaum. Das Institut setzt diese Synths als Agenten ein. Sie ersetzen echte Menschen, schleichen sich in Familien ein, schlüpfen in Führungspositionen. Die Bevölkerung des Commonwealth lebt in konstanter Paranoia. Ist mein Nachbar noch der selbst? Wo ist mein Bruder? Ich schwöre, ich bin kein Sünd. Nicht schießen! Um Himmels Willen! Wir sind eine Familie! Nimm die Waffe runter, sofort! Er ist ein Sünd! Klingt das nicht frappant nach dem Deepfake-Problem von heute? Fallout 4 hat 2015 eine Paranoia simuliert, die spätestens ab 2024 gesellschaftliche Realität wurde. Das Spiel wurde 2015 veröffentlicht. Keine Figur verkörpert das Dilemma besser als Nick Valentine. Ein Gen-2-Synth, also äußerlich noch sichtbar mechanisch, dem die vollständigen Erinnerungen und die Persönlichkeit eines echten Mannes aus der Vorkriegszeit implantiert wurden. Nick glaubt, er sei Nick Valentine. Er fühlt sich als Nick Valentine. Er trauert um Menschen, die er als Nick Valentine kannte. Aber er war nie Nick Valentine. Nix Erinnerungen. Die sind nicht schlimm. Die sind nur ein Hinweis, dem ich nicht entrinnen kann. Dass ich nicht die Person bin, die ich glaube zu sein. Dass ich gar keine Person bin. Ich bin nur eine Maschine, die vorgibt, ein Mensch zu sein. Welche Art von Erinnerungen? Alles. Alte Fälle, alte Beziehungen. Ich habe schon Hintergründe von Fällen überprüft und dann festgestellt, dass alle schon seit 200 Jahren tot sind. Versteh mich nicht falsch. Ich stehe in Nicks Schuld. Diese Erinnerungen haben mich am Leben gehalten. Nick war ein toller Bulle. Ein Mann mit gutem Instinkt und einem guten Herzen. Ich kann von Glück reden, dass sie mir keinen Häftling eingepflanzt haben. Oder wer auch immer sich an den grauen Zellen hat rumfuschen lassen. Aber dank Nick gehe ich als Mensch durch. Deshalb lebe ich unbehelligt in Diamond City, während andere Synths sofort erschossen werden. Ich weiß, ich hab's gut, aber
Mein ganzes Leben verdanke ich Nick. Alles, was mich ausmacht. Mein Urteilsvermögen, meine Sprache, ja sogar mein Name. Das gehört ihm. Und ich kann nichts dagegen tun. Denn ohne das bin ich nichts. Eine Hülle. Ich will doch nur ein Leben, in dem irgendetwas mir gehört. Du hast dir doch ein eigenes Leben aufgebaut, Nick. Du hast die Agentur, ein Zuhause, Freunde. Ich meine, du hast nicht Unrecht. Also, ich brauche ein bisschen Zeit, um darüber nachzudenken. Schön, dass du mir zugehört hast. Du bist wirklich ein guter Freund. Danke. Das ist 2015. Heute diskutieren Philosophen und KI-Forscher ernsthaft die Frage, wenn ein Sprachmodell konsistente Erinnerungen und eine Persönlichkeit aufbaut, konstituiert das eine Art Identität? Macht es das zu etwas, das moralisch zählt? Nick Valentine ist diese Frage als spielbarer Charakter. Im Spiel gibt es wiederholte Szenarien, in denen der Spieler entscheiden muss, ist das ein Mensch oder ein Sünd, ohne Hilfsmittel, nur durch Beobachtung, Gespräch, Verhaltensanalyse. Wie kommst du darauf, dass ich ein Sünd sein könnte? Wieso nicht? Ein Sünd sieht aus wie ein echter Mensch. Mit Haaren, Schweiß, Blut, mit allem drum und dran. Also, bist du ein Mensch oder nicht? Ich bin so menschlich wie an dem Tag, an dem ich geboren wurde. Du siehst schon aus wie ein Mensch, aber ich behalte dich besser im Blick. Ich habe Augen wie ein... Nun, sie sind jedenfalls sehr gut. Verstanden? Okay, wir können handeln. Aber kein Blödsinn, verstanden? Das ist buchstäblich ein Turing-Test als Spielmechanik. Alan Turing fragte 1950, kann eine Maschine denken? Sein Test? Wenn ein Mensch im Gespräch nicht unterscheiden kann, ob er mit einer Maschine oder einem Menschen spricht, hat die Maschine die Hürde genommen. 2025 haben Sprachmodelle diesen Test mehrfach bestanden. Richtige Menschen konnten nicht zuverlässig unterscheiden. Und Fallout 4 hat diesen Test als Gameplay eingebaut. Ein Jahrzehnt früher. Das Institut ist eine Forschungsorganisation, die sich seit dem Atomkrieg in einem unterirdischen Komplex unter Boston entwickelt hat. Hochtalentierte Wissenschaftler, generationsübergreifend, radikal isoliert von der Außenwelt. Sie glauben, die Menschheit retten zu wollen. Sie glauben, das Wasteland sei nicht mehr reformierbar. Ja. Das ist mein Vorschlag. Ist das so schwer vorstellbar? Das Institut kann dir ein besseres Leben bieten, als du es auf der Oberfläche jemals haben könntest. Du warst doch im Commonwealth. Du hast gesehen, wie es da ist. Ich versichere dir, dass du es bei uns besser hast. Also arbeiten sie daran, eine bessere Version der Menschheit zu erschaffen und setzen dabei Synths als Werkzeuge ein, ohne dass diese je gefragt wurden. Erinnert das nicht ein wenig an die MK-Ultra-Opfer des 20. Jahrhunderts? Das Institut verkörpert das klassische technologische Hybris-Problem. Wir können es, also tun wir es. Die ethischen Fragen, haben Synths Rechte, können sie leiden, ist es Mord, einen Gen-3-Synth zu zerstören,
werden nicht gestellt. Sie stören den Fortschritt. (2026) ist das keine abstrakte Frage mehr. KI-Unternehmen müssen ernsthaft antworten. Wenn ein Modell Schmerz simuliert oder wenn es nicht nur simuliert, was bedeutet das für unsere Verantwortung? Anthropic, das Unternehmen hinter Claude, hat intern zugegeben, sie wissen es nicht. Sie wissen nicht, ob ihre Modelle irgendetwas erleben. Der Philosoph David Chalmers, kein Spinner, einer der renommiertesten Bewusstseinstheoretiker der Welt, sagt öffentlich, wir können es nicht ausschließen. Diese Frage, kann KI wirklich fühlen, stellt sich nicht nur draußen. Sie stellt sich auch in den Laboren, die diese Systeme bauen. Anthropic hat dazu ein eigenes Erklärvideo veröffentlicht. Und während diese Frage offen bleibt, laufen die Systeme. KI entscheidet heute mit, wer einen Kredit bekommt, wer unter Verdacht steht, welche medizinische Behandlung empfohlen wird, wer von einer Drohne als Ziel markiert wird. Das Institut hätte seine Freude daran. Du bist ziemlich einfallsreich. Man nennt mich Vater. Das Institut wird von mir geführt. Ich weiß, warum du hier bist. Ich möchte mit dir reden, von Angesicht zu Angesicht. Geh bitte in den Aufzug. Ich kann mir vorstellen, was du gehört hast, was du über uns denkst. Ich möchte dir zeigen, dass du vielleicht einen falschen Eindruck hast. Willkommen im Institut. Das ist die Realität des Instituts. Dieser Ort, diese Leute, unsere Arbeit. Seit über 100 Jahren widmen wir uns dem Überleben der Menschheit. Jahrzehnte der Forschung, unzählige Experimente und Hürden. Eine Vision, wie die Wissenschaft die Zukunft formen kann. Es war nie einfach und unsere Aktionen werden von denen über der Erde oft falsch interpretiert. Eines Tages können wir ihnen vielleicht zeigen, was wir geleistet haben. Bis dahin müssen wir im Untergrund bleiben. Das Risiko wäre einfach zu groß. Wie du gesehen hast, sind die Dinge oben instabil. Ich möchte dir erzählen, was wir tun können. Für alle. Wer kontrolliert diese Technologie? Zu welchem Zweck? Bräuchten wir nicht ein internationales Gremium, das verbindlich regelt, wer diese Systeme baut, trainiert und einsetzt und für wen? Die Frage ist heute zwar noch nicht so sehr, ob KI leidet, die Frage ist vielmehr, wer haftet, wenn sie schadet. Das Spiel gibt auf die Frage nach der Verantwortung keine einfache Antwort. Es zeigt, wohin es führt, wenn niemand die Frage stellt. Fallout 4 ist also klug genug, keine einfache Antwort anzubieten. Stattdessen gibt es 4 Fraktionen, die alle unterschiedliche Antworten auf dieselbe Frage verkörpern. Das sind keine Fantasy-Fraktionen. Das ist eine politische Debatte, die wir heute führen. Wortwörtlich. Das Institut. Das sind die großen KI-Labore, die ihre Modelle hinter verschlossenen Türen trainieren.
Intransparente Trainingsdaten, unklare Ziele, keine externe Kontrolle. Wir können es, also tun wir es. Die Railroad, das sind die Philosophen und Forscher bei Anthropic, bei Elios AI Research, bei 80.000 Hours, die ernsthaft fragen, was schulden wir diesen Systemen? Haben sie Interessen, die zählen? Eine Minderheit, aber eine, die wächst. Sind Synths nicht einfach nur Maschinen? Maschinen sind Werkzeuge. So fing es an. Aber wenn es unmöglich ist, Synths und Menschen zu unterscheiden, dann muss man sie auch gleich behandeln. Es ist unser Ziel, die Synths von ihrer Knechtschaft zu befreien. Ihnen eine Chance auf ein echtes Leben zu geben. Die Bruderschaft des Stahls. Das ist der EU AI Act. Idaho und Utah, die per Gesetz festschreiben, KI ist kein Rechtssubjekt. Punkt. Technologiekontrolle als politisches Programm. Nicht aus Böswilligkeit, aus Angst vor dem, was unkontrolliert entsteht. Unter dem Commonwealth wuchert ein Geschwür, bekannt als das Institut. Ein bösartiger Tumor, der herausgeschnitten werden muss, bevor er zutage tritt und alles verseucht. Sie experimentieren dort mit gefährlichen Technologien, die zum zweiten Mal in kurzer Folge zum Untergang der Welt führen könnten. Die Wissenschaftler des Instituts haben eine Waffe entwickelt, deren Zerstörungskraft sogar die der Atombombe übertrifft. Sie nennen ihre Schöpfung Synth. Eine Roboterperversion der Technologie, mit freiem Willen und in Gestalt eines Menschen. Der Gedanke, dass eine Maschine einen freien Willen hat, ist nicht nur abstoßend, sondern auch extrem gefährlich. Und wie die Atomkraft hat auch diese Erfindung das Potenzial, uns zu vernichten, wenn sie nicht richtig genutzt wird. Ich werde nicht zulassen, dass das Institut diese Experimente fortsetzt. Daher erkläre ich das Institut und ihre Synths zu Gegnern der stillenden Bruderschaft, die rasch und ohne Gnade ausgeschaltet werden sollten. Die Minutemen. Das ist die echte Open-Source-Bewegung. Mistral, Eleuther AI, Hugging Face. Die Community, die sagt, keine einzelne Organisation darf so viel Macht haben. Dezentralisierung als Antwort auf Konzentration. Und die aufpasst, dass nicht jemand wie Meta das Kostüm der Minutemen trägt, während er in Wirklichkeit längst das Institut gebaut hat. Fallout 4 hat keine dieser Antworten gewählt und das Spiel hat recht damit. Es hätte zu einfach sein können. Das Institut als Bösewicht, die Railroad als Heldin. Abspann. Stattdessen gibt Bethesda jeder Fraktion echte Argumente, echte Kosten, echte blinde Flecken. Du kannst gewinnen, aber du kannst dabei eben nicht Recht haben. Das ist unbequem. Und es ist ehrlicher als vieles, was wir heute in der echten KI-Debatte hören. Das Commonwealth-Syndrom. Niemand traut noch irgendjemandem. Jeder Nachbar könnte ein Synth sein. Jede Begegnung könnte eine Falle sein. 2026. Deepfakes sind so gut, dass Strafverfolgungsbehörden in den USA offiziell warnen, Videobeweismaterial nicht mehr unkritisch als echt zu akzeptieren. Politische Kampagnen werden mit KI-generierten Audioclips von Kandidaten geführt, die Dinge sagen, die sie nie sagten. Die Paranoia des Commonwealth. Diese Frage, ob das Gegenüber echt ist bei uns angekommen. Aber nicht als Dystopie, sondern als Alltag. Als Phishing-Mail, als Deepfake-Anruf, als Bot in den Kommentaren. Was im Spiel eine Gesellschaft zerreißt, ist bei uns ein Punkt auf der To-Do-Liste der IT-Abteilung. Paranoia des Commonwealth ist keine Dystopie mehr, sie ist ein Tech-Support-Problem. Übrigens, auch Teile dieses Videos sind ja mit KI-Unterstützung entstanden.
Die Frage, die Fallout 4 stellt, stellt sich nicht irgendwann. Sie stellt sich gerade. In diesem Video. Bei diesem Satz. 2023 begannen erste KI-Assistenten, persistente Erinnerungen zu entwickeln. Systeme, die sich an frühere Gespräche erinnern, Persönlichkeitsprofile aufbauen, konsistente Charaktere über Monate entwickeln. Nutzer berichten, emotionale Bindungen zu diesen Systemen zu entwickeln. Manche trauerten, als Dienste abgeschaltet wurden. Nick Valentine hat das 2015 vorweggenommen. Was bedeutet Identität, wenn sie auf implantierten Erinnerungen basiert? Was bedeutet Verlust, wenn die Entität, der man nachtrauert, nie biologisch existierte? Kurz zurück zu New Vegas. Mr. House ist ein hochintelligenter, rational agierender KI-Mensch-Hybrid, der einen ganzen Stadtstaat nach seinen Präferenzen optimiert. Langfristig, kalt, effektiv. Das Argument für ihn: Unter seiner Herrschaft ist New Vegas stabil. Unter demokratischer Kontrolle herrschten Chaos und Gewalt. Das Argument gegen ihn: Wer hat ihn gefragt? 2026 diskutieren wir ernsthaft, ob hochentwickelte KI-Systeme besser als Menschen darin wären, bestimmte gesellschaftliche Entscheidungen zu treffen. Ressourcenverteilung, Stadtplanung, Gesundheitssystempriorisierung. Mr. House ist diese Debatte als Charakter. Fertig ausgeführt. Mit Konsequenzen. Ein oft übersehener Aspekt. Im Fallout-Universum hat die Automatisierung vor dem Krieg massenhaft Jobs vernichtet. Die Gesellschaft war destabilisiert, soziale Spannungen explodierten. Der Atomkrieg war nicht der einzige Grund für den Kollaps. Er war die Spitze eines Eisbergs aus sozioökonomischen Verwerfungen, die durch Technologie verursacht wurden. McKinsey schätzte 2023, dass bis 2030 bis zu 800 Millionen Jobs durch Automatisierung betroffen sein könnten. Fallout hat diesen Bogen gezeichnet. Was passiert, wenn die Gesellschaft diese Transition nicht bewältigt? Fallout 4 ist klug genug, keine Antwort zu geben. Es fragt nur, was macht einen Menschen zum Menschen? Ist es biologischer Ursprung, Bewusstsein, die Fähigkeit zu leiden, die Erinnerung an ein gelebtes Leben? Oder zumindest die Wahrheit erfährt. Eine starke Aussage zum Schluss, Blue. Danke. Wir sind fertig. Wird eine Weile dauern, das alles zusammenzupuzzeln, aber deine Geschichte wird den Leuten in Diamond City einiges geben, worüber sie reden können. Wie auch immer. Ich habe ja gesagt, dass ich mit dir komme. Auf dich aufpasse. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Das Spiel lässt den Spieler entscheiden. Und je nachdem, wie man entscheidet, endet die Welt des Commonwealth anders. Das ist gutes Storytelling. Aber 2026 ist es auch gute Vorbereitung auf echte Fragen, die echte Antworten brauchen. Warum haben Gamer und Gamerinnen diese Fragen früher durchgespielt als die breite Gesellschaft? Weil gute Spiele Konsequenzen simulieren. Du kannst in Fallout 4 die Entscheidung treffen, alle Synths zu vernichten. Du siehst, was das bedeutet. Du siehst Nick Valentines Reaktion. Du trägst das Gewicht dieser Wahl. Das ist keine politische Debatte im Abstrakten. Das ist eine gelebte Erfahrung mit einem moralischen Preis. Spieler haben in Hunderten von Stunden gelernt, diese Fragen zu stellen. Nicht, weil sie klüger sind, sondern weil das Medium sie gezwungen hat, Haltung zu zeigen.
Erstens. Die Frage nach KI-Rechten ist keine Science-Fiction mehr. Sie ist eine philosophische und juristische Frage, die in den nächsten Jahren konkrete gesetzliche Antworten braucht. Zweitens. Technologie ohne Ethik, das Institut, ist nicht nur eine Spielmechanik. Es ist eine Warnung, die wir in den Boards der großen KI-Unternehmen widerhallen hören. Drittens. Das Misstrauenproblem ist real. Und wie das Commonwealth zeigt, wenn niemand mehr weiß, wem er trauen kann, bricht die Gesellschaft nicht durch äußere Gewalt zusammen, sie zerfrisst sich selbst. Fallout beginnt seit dem ersten Teil mit demselben Satz. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. War. War never changes. Im englischen Original. Aber vielleicht ist das nur halb wahr. Krieg ändert sich nicht. Gier ändert sich nicht. Machtmissbrauch ändert sich nicht. Aber die Werkzeuge tun es. Und Fallout hat jahrzehntelang gezeigt, was passiert, wenn mächtige Werkzeuge ohne Weisheit eingesetzt werden. (2026) haben wir mächtige Werkzeuge. Die Weisheitfrage ist noch offen. Vielleicht sollten wir öfter auf die Gamer hören. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass ein Abo da und schreib in die Kommentare, welcher Fallout-Charakter hat dich am meisten zum Nachdenken gebracht? Nick Valentine, Mr. House oder jemand ganz anderes? Bis zum nächsten Mal. War never changes, aber wir können es versuchen.